Hola und herzlich willkommen in Porto, hier hinter mir, die wunderschöne Brücke. Hier die Altstadt im Hintergrund, vor mir der Douro, an dem wir entlang reisen wollen. Und zwar ein Stück auf einer spektakulären Zugstrecke, immer am Fluss entlang. Das Douro-Tal im Norden Portugals gilt als eine der eindrucksvollsten Weinregionen Europas. Hier kommt der berühmte Portwein her. Man trifft auf lebendige Traditionen und Menschen, die einen sofort willkommen heißen. Im Landesinneren wird's wild. Die Serra da Freita, eine Gegend abenteuerlich und noch ein echter Geheimtipp. Und dann ist da noch Porto, die Stadt mit ihrem ganz eigenen Zauber. Kommen Sie mit uns nach Porto und ins Douro-Tal. Der Douro fließt auf etwa 200 Kilometern quer durch Nordportugal. Unsere Reise geht von Porto immer am Fluss entlang ins Herz des Douro-Tals. Hier erfahren wir ganz viel über Wein. Outdoor-Spaß ist im Gebirge bei Arouca angesagt. Porto ist die zweitgrößte Stadt Portugals. Lange stand sie im Schatten Lissabons. Seit das historische Zentrum zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt und saniert wurde, ist das anders. Inzwischen ist Porto eines der beliebtesten Städtereiseziele. Wow, hier ist echt was los. Aber ich gehe jetzt trotzdem erstmal zum Bahnhof und fahre zum Douro. Aber wir kommen ja noch mal wieder. Zu Recht ist der Bahnhof in Porto einer der schönsten Portugals. Die Bahnhofsvorhalle erinnert mehr an ein Museum. Die für Portugal so typischen Fliesenbilder zeigen Episoden aus der portugiesischen Geschichte. Nahezu 20.000 Kacheln, alle von Hand bemalt. Mit ganz vielen alten Fliesen, historischen Malereien hier vorne. Und die haben auch einen ganz besonderen Namen, den ich leider nicht aussprechen kann. How you call them? Wie werden die genannt? Azulejos. Azulejos. Again, please. Azulejos. Azulejos? Azulejos. Azulejos? Yes. Azulejos. Oh, it's not easy. Eure Sprache ist echt The nicht language einfach. It's not easy. Wer hier auf den Zug wartet, bekommt gleich ein bisschen portugiesische Kulturgeschichte mitgeliefert. Jetzt aber Abfahrt Richtung Douro. Das machen viele Tagestouristen von Porto aus. Dieser Zug ist kein x-beliebiger Regionalzug. Er heißt Miradouro und wird ausschließlich auf dieser Strecke eingesetzt. Mit dem schönen Zug hier geht es jetzt von Porto ins Douro-Tal, dahin, wo der Portwein herkommt. Sobald der Zug aus dem Stadtgebiet raus ist, wird's schön. Entschleunigt fährt der Retrozug entlang des Douro. Weiß man gar nicht, wo man hingucken möchte. Entweder den alten Zug drin oder die Aussicht hier. Wow, it's so beautiful. Die Zuglinie ist insgesamt 180 Kilometer lang. Der spektakulärste Abschnitt geht von Peço da Régua bis Tua. Kurz vor der spanischen Grenze endet die Strecke. Erbaut wurde die Linha do Douro ab 1873.
Damals löste die Bahn die Rabello-Boote, mit denen die Portweinfässer nach Porto transportiert wurden, ab. Heute gilt sie als eine der schönsten Bahnstrecken Europas. Nach nicht mal 2 Stunden Fahrt erreichen wir unser Ziel. Peso da Regua, das Tor zum Douro-Tal. Schon vor 250 Jahren das Zentrum des Portweinanbaus. Noch heute ist Regua die größte Stadt am Douro. Die steilen Weinterrassen wurden vor Jahrhunderten von Hand angelegt. Was einem direkt schon am Anfang bei der Zugfahrt aufgefallen ist, hier gibt es jede Menge Weingüter, Quintas. Und eine davon wollen wir uns jetzt mal etwas genauer anschauen. Hoffentlich nicht nur anschauen, sondern auch probieren. Die Trauben für den Portwein werden seit Jahrhunderten auf den Schieferterrassen angebaut. Sie dürfen nur von hier kommen, weil ausschließlich dieses geschützte Anbaugebiet die speziellen Bedingungen bietet, die dem Portwein seinen typischen Charakter verleihen. Ja, das sieht nicht nur sportlich aus, das wird's jetzt auch. Francisco, Francisco, was muss ich tun? Erstmal Füße waschen. Ready. Joao. Und du, Joao? You have an accident. Du hattest einen Unfall. Okay. Ja, leider. Ich kann nicht mitmachen. Aber ihr macht das schon. Okay. Be careful. Is it cold? Ist es kalt oder ist es warm? Kalt. It's cold. It's really good. Wow. Yes. Wow, what a feeling. 1, 2, links, rechts. Ihr macht einen super Job. In 2 bis 3 Stunden seid ihr fertig. Das, was wir hier machen, ist am Douro völlig normal. Hier werden die Trauben für den hochwertigen Portwein noch mit den Füßen gestampft. Aus den Trauben, die wir hier stampfen, wird übrigens weißer Portwein gemacht. Francisco, warum machen wir das? Vielleicht ist die Frage etwas seltsam, aber warum stampfen wir mit den Füßen? Das Gute an den Füßen ist, dass sie die Trauben zerdrücken, ohne die Kerne zu zerstören. Ah, weil sie bitter sind. Richtig. Wenn die Kerne kaputt gehen, schmeckt der Wein nicht mehr, weil in den Kernen viele Bitterstoffe enthalten sind. Das Stampfen löst also Farbe, Saft und Aromen besonders schonend aus den Trauben. Auch der Rhythmus, in dem gestampft wird, soll wichtig sein. Deswegen wird hier ab einem gewissen Punkt immer gesungen. Naja, bei mir ist da noch ein bisschen Luft nach oben. Worum geht's in dem Lied? Dieses Lied singen wir traditionell zum Ende der Ernte. Ich bin froh, meinen Vater, meine Mutter zu haben. Die Ernte ist vorbei. Alles, was ich jetzt noch brauche, ist... Die Liebe von Maria. Bei uns ist auf jeden Fall viel Liebe im Spiel. Jetzt weiß ich auch, warum der Portwein das kostet, was er kostet. Denn der ist teilweise echt ganz schön harte Arbeit. Das Douro-Tal ist die älteste geschützte Weinbauregion der Welt. 1756 ließ der portugiesische König José I. per Dekret den Anbau und Handel mit Portwein regeln. Damit sollten die Qualität, die Herkunft und die Preise gesichert werden. Die Weinernte im Douro-Tal ist der Höhepunkt des Jahres. Trotz körperlich extrem harter Arbeit ist die Laune im Weinberg gut. Die Pause ist der schönste Moment des Tages. Danach gehen wir sogar noch lieber und mit neuer Energie zurück zur Arbeit. Klar, es ist wunderschön, aber wenn du hier täglich arbeitest, schätzt du die Landschaft nicht so wie die Touristen. Viele Weingüter am Douro laden inzwischen auch Besucher ein, bei der Weinernte anzupacken. Joao, nicht gearbeitet und trotzdem anstoßen? Du, ich kenne da jemanden. You know someone.
Ja, ich hatte eine richtig gute Zeit mit euch. Ihr wart so nett und es war echt lustig. Wir haben gesungen und gelacht und zusammen gearbeitet. Wie sagt man am Douro? Prost? Cheers. Sold. Es bedeutet Gesundheit. Health. That sounds good. So, sold. Dankeschön. Du kannst Deutsch? Das ist gut, ja? Das ist sehr gut. Hey, wir machen das Ganze nochmal auf Deutsch. This is the end of the Deutsch. Perfekt, nächstes Mal singst du auch auf Deutsch. Das Herz der Region heißt Alto Douro. In Pinhao machen wir eine Bootstour und später besuchen wir noch ein weiteres Weingut. Wir sind jetzt mal kurz aufs Auto umgestiegen, weil so lässt sich die Region auch ganz wunderbar entdecken. Herzlich willkommen auf der N222, eine der schönsten Straßen Europas. Kurven und hinter jeder Kurve verbirgt sich eine neue Aussicht, ein neuer Blickwinkel. Genau das ist auch einer der Gründe für die Auszeichnung. Die perfekte Mischung aus kurvigen und geraden Strecken für entspanntes und anspruchsvolles Fahren in einer besonders schönen Landschaft. Das wurde richtig wissenschaftlich ermittelt. Ganz ehrlich, würde ich zu Hause vielleicht nicht hören, aber hier packt mich das voll. Das passt irgendwie voll. Man fährt hier lang mit der Musik. Dann hinter der gezählten 87. Kurve kommt schon der Ort Pinhao in Sicht. Jetzt über den Douro mit einer schönen alten Stahlbrücke. Ziemlich schmal. Also da 2 dicke Autos. Hier links neben uns LKW, was hat er drauf? Richtig, Wein, zumindest Weinkisten. Oh, die Bahnschienen und Pflastersteine. Wir verlassen die N222 und man merkt es direkt. Hat aber auch was, alte Straßen, alte Häuser. Pinhao liegt direkt am Zusammenfluss von Rio Pinhao und Douro. Der Ort ist noch ziemlich authentisch und bis heute vom Weinbau geprägt. Ein Highlight der Bahnhof mit den, wie heißen sie nochmal richtig, den Azulejos. Willkommen in Pinhao. In Pinhao hat man im Grunde 2 Möglichkeiten. Entweder Wein verkosten auf einem der zahlreichen Weingüter oder eine Bootstour auf dem Douro machen. Stilecht auf einem Rabello-Boot. Sie sind das Wahrzeichen des Douro. Ah, Ricardo. Hi, Captain. Fine, thank you. Ab Pinhao gibt es diese Rabello-Touren in allen Varianten. Für 1 oder 2 Stunden, den ganzen Tag mit anderen Gästen oder exklusiv. What a view. Wow. Wir wollten unbedingt mit Ricardo unterwegs sein. Er soll sich gut mit dem Douro und seiner Geschichte auskennen. Was für ein Boot ist das hier? Das ist ein Rabello-Boot. Die Konstruktion mit den sich überlappenden Planken ist ähnlich wie bei den Wikingerbooten. Es hat einen flachen Boden. Früher gab es keine Dämme, so wie heute, und der Fluss war an vielen Stellen flach und sehr gefährlich.
Die Rabello-Boote wurden speziell für den Transport von Portweinfässern nach Porto gebaut. Besonders ab dem 18. Jahrhundert, als die Nachfrage nach Portwein stieg und der Douro der einzige Verkehrsweg aus dem abgelegenen Tal war. Und wie sind die Fässer auf die Boote gekommen, wenn man sich das so ansieht? Die Hänge sind ja verdammt steil. Sie sind mit Ochsenkarren transportiert worden. Sie brachten die Fässer runter bis ans Ufer des Flusses. Dort gab es einige Sandstrände. Der Ochsenkarren kam mit Brettern ans Wasser und die Fässer wurden einfach in das Rabello-Boot gerollt. So sah ein Rabello-Boot aus. Bis zu 70 Fässer konnten die großen Boote fassen. Typisch waren die langen Heckruder. In flachen oder schwierigen Passagen wurde das Rabello manchmal mit Stangen oder sogar vom Ufer aus mit Seilen gezogen. Die besten Fässer mit der wertvollen Ware waren für den Handel mit England bestimmt. Deswegen war die Einweihung der Zuglinie Linha de Douro im Jahr 1887 so wichtig. Sie wurde eigens für den Weintransport gebaut und war damals ein technisches Meisterwerk. Ricardo erzählt, dass bis heute viele große Portweinhäuser wie dieses Weingut in englischer Hand sind. Die Engländer dominierten den Handel mit dem kostbaren Portwein. So langsam verstehe ich, was den Douro zu so einer besonderen Weinanbauregion macht. Auch wenn man kein Weinliebhaber ist, ist die Gegend auf jeden Fall eine Reise wert. Von Ricardo gab es noch den Tipp, sich ein Weingut mit langer Tradition in der Nähe anzuschauen. Haupterntezeit ist, je nach Wetterverlauf, ab Mitte, Ende August. Dann gibt es wirklich keine freie Minute mehr. An der Pischka. Pischka ist das? Ja. Ich bin mit Daniel Nieport verabredet. Sein Vater ist einer der wichtigsten portugiesischen Winzer. Hier ist schon was los, oder? Ja, ja. Es ist die Zeit, wo wir alles, die ganze Arbeit vom ganzen Jahr versauen können, wenn wir nicht gut arbeiten. Deswegen alle sind immer sehr nervös, aber auch sehr happy, weil jetzt können wir endlich alles reinbringen, was wir das ganze Jahr über gemacht haben. Jetzt wirklich in die Weinberge. Es ist wirklich steil und wirklich. Ein bisschen, ja. Ja? Ja, ja. Halt, Pischka! Pischka, komm her. Da ist er. Achte mit dem Schwanz. Ja, natürlich. Pass ich auf. Bene. Fahren wir mal hier. Sind das hier eure Weinberge in unmittelbarer Nähe? Ja, also alles, was wir hier so um uns herum sehen, ne, das sind unsere Weinberge. Dann haben wir ein paar sehr alte Weinberge, die so über 100 Jahre alt sind. Und dann haben wir ein paar, die zwischen 30-jährig sind. Und dann haben wir ein paar jüngere Reben, wo wir letztes Jahr gepflanzt haben. Die kennt sich auch hier aus, ne? Die Pischka, ja, ja. Daniel erzählt, dass der besondere Charakter der Trauben durch die kargen Böden, die Höhenunterschiede und ein raues Mikroklima entsteht.
bestimmt schon Maschinen, ne, wo man es machen könnte, aber hier wir versuchen natürlich jetzt alles noch mit Hand zu machen. Also alles, was wir ernten, ist 100%ig Handarbeit und das meiste hier im Douro ist auch immer noch Handarbeit. Oder? Es staubt, es ist trocken und trotzdem kommt sowas Saftiges dabei raus, ne? Ja. Aber davon muss man sich erstmal überzeugen, ob es wirklich so saftig ist, wie es aussieht, ne? Genau, weil jetzt siehst du hier zum Beispiel, das ist eigentlich ideal, ne, für uns. Also es ist nicht nur eine Rebe hier, sondern ganz viele verschiedene, oder? Ja, es ist ein alter Weinberg, ne? Siehst du hier schon, die groß und dick, ne? Und die Tradition hier war eben, dass man anstatt nur eine Traubensorte hat man 10 verschiedene Traubensorten gepflanzt. Und ich sag mal, die alten Portugiesen haben sich da anders überlegt. Ne? Wir pflanzen jetzt 10 Traubensorten, eine gibt mir die Säure, eine gibt mir mehr Kraft, eine gibt mir mehr Alkohol. Ah, hallo. Ja, weißt du, was gut ist, ne? Was passt zusammen? Ja, du brauchst halt ein bisschen mehr Gefühl, ne? Siehst du meine Finger? Ja. Das ist jetzt eine Traubensorte. Teilweise rot, teilweise die hat weiß. Extrem viel Farbe. Ne? Aber jetzt zum Beispiel hier, ne, das ist nur weiß. Und dann erst in der Schale kommt die Farbe. Ne? Auf diesem Weingut wird gerne experimentiert. Es wird aber auch viel Wert darauf gelegt, was die alte Winzergeneration gemacht hat. Die Familientradition wird groß geschrieben. Dazu gehört das tägliche Mittagessen mit allen Mitarbeitern und allen Besuchern, die gerade da sind. Und wenn Dirk Nieport, Daniels Vater, gut drauf ist, dann gibt er den ein oder anderen guten Tropfen zum Besten. Das Weingut an sich, also in Porto in Gaia, gibt es seit 1842. Und im Douro sind wir seit 87. Also mein Vater zusammen mit meinem Großvater hier Quinta de Nápoles gekauft haben. Und, als Niederländer. Aus den Niederlanden gesagt, kommen wir. Ja, naja, wir sind, ich weiß gar nicht, was wir wirklich sind. Also mein Vater hat einen niederländischen Passport, aber seine Mutter war Deutsche. Meine Mutter ist Schweizerin. Ich bin in Portugal geboren, deswegen, ich weiß auch nicht. Ja. Mischmasch. Wie die Weinberge hier. Ja. Genau. Ja. Ja. Especially beautiful when he sleeps. Schon echt spannend hier und eine ganz eigene Welt für sich. Und lass mich raten, habt ihr es selbst angebaut? Zumindest die Pfirsiche. Nein. Ja. Vielen, vielen Dank für diese Gastfreundschaft. Sehr gerne, ne? Ja. Wirklich. Und kommt wieder. Ich könnte direkt bleiben. Ja. Ich muss los, ja? Also vielen Dank. Super. Ja. Ciao. Tschüss. Am nächsten Morgen geht's vom ruhigen Douro-Tal flussabwärts ins lebendige Porto. Die Stadt, die dem Portwein seinen Namen gegeben hat. Wenn das mal nicht standesgemäß ist, mit dem Boot rein nach Porto, über den Douro, das ist echt beeindruckend. Bom dia Porto oder Guten Morgen Porto.
Die Ribeira ist Portos ältestes Viertel. Ein wildes Gewirr aus Gassen, Treppen und Häusern, die hier teils seit dem Mittelalter stehen. Da die Altstadt und da Vila Nova de Gaia. Und hier werden die ganzen Portweinfässer gelagert. Das war schon vor Jahrhunderten so und ist auch immer noch so. Die Geschichte der Stadt ist eng mit dem Douro und dem Portwein verbunden. Nicolas, André, bem-vindo ao Porto. was hast du hier vorbereitet? Alles nur für dich. Da drüben ist aber nicht mehr Porto. Das ist Gaia, eine andere Stadt. Ich dachte, es wäre ein Stadtteil. Und weißt du, wofür Gaia bekannt ist? Für den guten Portwein. Ich bin ja auch ein bisschen vorbereitet, so ist ja nicht, ja? Aber Portwein? Nicht in Porto? Gaia? Warum heißt es nicht Gaia-Wein? Ja, weil ich dachte, es ist eine Stadt, ein Stadtteil. Es ist tatsächlich die andere Stadt und drüben haben wir viel mehr Platz gehabt und vor allen Dingen auch die Sonne prallt eben eher auf Porto und nicht auf Gaia, auf die Gaia-Seite. Deswegen ist es dort kühler und der Portwein kann dort auch besser gelagert werden. Was wir dort auch sehen, ist eines der Wahrzeichen Portos, nämlich die Brücke Luís I, Ludwig I. Brücke, über die du oben rüberlaufen kannst. Die Brücke ist nur eine der vielen beliebten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Ein Sprichwort in Portugal sagt, in Lissabon wird gefeiert, in Porto gearbeitet. Bis heute hat die ehemalige Arbeiterstadt eine etwas raue Atmosphäre. Genau das hat Nicolas gefallen. Er kam 2017 für ein Stipendium. Jetzt ist er Dozent an der Uni und macht Stadtführung. Ja, willkommen hier am Fonte dos Leões. Löwenbrunnen auf Deutsch, auf Portugiesisch. Ich sag's nochmal, Fonte dos Leões. Fonte dos Leões? Hört sich schon mal gut an. Ja, sehr gut. Also wir könnten uns hier verabreden und du wüsstest, wo wir uns treffen. Auf jeden Fall, natürlich, natürlich. Du siehst die Löwen. Ja. Und manche Touristen, die hierher kommen, haben manchmal so eine kleine Assoziation mit Harry Potter und Gryffindor. Was ich schon mal sagen kann, stimmt nicht. Tut mir leid. Ja, aber gut, auch die Zeit würde ja gar nicht stimmen, oder? Es sei denn, Rowling hätte den Bezug darauf genommen, ne? Könnte nämlich sein, denn sie hat hier in der Stadt 2 Jahre lang gewohnt. Das heißt, sie ist hier durch die Straßen gewandelt und hat sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch inspirieren lassen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Könnte schon sein, dass die Harry Potter-Autorin J.K. Rowling sich hat hier inspirieren lassen. Besonders in den frühen Morgenstunden herrscht hier an manchen Tagen eine richtige mystische Stimmung, wenn der Nebel so vom Douro hochsteigt. Noch steht die Zeit hier drin still. Doch unten hat sich bereits eine lange Schlange gebildet. Wie jeden Morgen. Jeder will einen Hauch dieser besonderen Atmosphäre spüren. Und vorbei ist es mit der Ruhe. Die Livraria Lello gilt als eine der schönsten Buchhandlungen der Welt. Das Highlight, von dem jeder ein Selfie haschen möchte, ist die geschwungene Treppe. Sie erinnert einfach zu sehr an die bewegliche Treppe bei Hogwarts in Harry Potter. Es gibt die Legende, dass J.K. Rowling hier Inspiration gefunden hat. Auch für den Zauberbuchladen in der Winkelgasse.
Das Gerücht, J.K. Rowling habe sich von diesem Buchladen inspirieren lassen, wurde vor allem von ihren Fans verbreitet, die den Laden selbst besucht hatten. Für sie lag es nahe, dass Rowling sich hier hat inspirieren lassen. Doch eine offizielle Bestätigung gab es nie, bis zur Corona-Quarantäne. In dieser Zeit twitterte Rowling zum ersten Mal, dass sie den Buchladen tatsächlich niemals persönlich besucht hat. Ob Rowling jetzt hier war oder nicht, die Besucher kommen in Scharen. Das Eintrittsgeld wird beim Kauf eines Buches angerechnet und es gibt viele schmuckvolle Sonderausgaben für echte Bücherfans. Dann zeigt uns Susanna das Herz des Buchladens. Hier werden wertvolle Raritäten aufgehoben. Signierte Ausgaben, Erstausgaben, besondere Drucke, wie die von Antoine de Saint-Exupéry. Er war in Amerika und es war ein ganz besonderes Geschenk. Eine Geschichte, die er extra für seinen Freund zur Willkommensparty geschrieben hatte. Er sagte, da ich nichts anderes habe, schenke ich dir dieses, mein Lieber. Wochen später wurde diese Geschichte veröffentlicht und Jahre darauf zum größten Bestseller aller Zeiten, das meistgesammelte und gekaufte Buch der Welt. Ist das nicht unglaublich? Das ist die wahre Magie der Bücher. Was eine Schlange. Auf jeden Fall. Und das ist jeden Tag so. Wie lange stehen Sie schon an? Nicht lange. Nicht lange, wirklich nicht? Wir haben im Internet gebucht und jetzt... Ach, das ist der Trick. Es sah für mich aus, als dauert es ewig. Ja, nee. Hier ist der so eine Zeitanlage. Ja. Ach, dann stehen da die... Dann bucht man vorher. Ja. Und darum musst du nicht lange Jetzt ganz letztes. Das ist Alles klar. Ja. Ja. Viel Spaß. Alles klar, danke. Ja, alles klar. Tschüss. Diese Buchhandlung ist nicht der einzige Touristenmagnet. In den letzten Jahren hat sich Porto stark verändert, auch durch den Touristenboom. Viele der alten Häuser wurden restauriert, die Mieten sind stark gestiegen. Dennoch hat sich Porto einen gewissen morbiden Charme erhalten. Genau diese Ecken zeigt mir Nicolas. Überall in der Stadt sind Gebäude mit Fliesen verziert. Mal ganz modern und zeitgenössisch, vor allem aber traditionell. Wie hier an der Kirche Ildefonso. Die Außenfassade ist mit 11.000 kunstvoll bemalten Kacheln bedeckt. Azulejos. Nochmal? Azulejos. Azulejos. Azulejos? Ja, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Perfekt. Bist du, also von mir aus können wir dich gleich einbürgern. Die Fliesen. Azulejos. Machen wir jetzt mal den Test, ob ich es richtig gesagt habe. Azulejos? Sí. Obrigado. Ja, Test bestanden. Das heißt, wir haben wirklich hier diese Fliesen ab dem 17. Jahrhundert in Portugal eigentlich auch an den Fassaden. Oh, so richtig schöne, alte, bunte. Da kann man sich nicht satt gucken, das ist echt schön. Ja. Das ist die Igreja do Carmo. Die Kirche stammt aus dem 18. Jahrhundert und überrascht mit einem Detail, das man auf den ersten Blick nicht direkt vermutet. Was eine schöne Kirche. 2 Kirchen, um genau zu sein. Links die Nonnen, rechts die Mönche. Da sieht man auch in den Skulpturen, ne? Ja.
In Porto geht's viel auf und ab. Die Stadt lässt sich in 2-3 Tagen prima zu Fuß erkunden. Da kriegt man direkt Hunger, oder? Ja, bei der Spezialität Portos auf jeden Fall. Das ist die Francesinha. Ja, und offenbar so beliebt, dass sie für lange Schlangen sorgt. Francesinha heißt kleines französisches Mädchen. Auf dem Teller aber ist sie ein ordentliches Schwergewicht. In der Küche des Restaurants ist sie die Chefin. Das Rezept für ihre pikant gewürzte Biersoße verrät Isabelle natürlich nicht. Das ist eine Essenz. Unser Geheimnis. Da sind viele Dinge drin. Nichts Schlechtes. Nur gute Sachen. Wollen Sie riechen? Ihr ganzes Leben hat Isabelle an dem Rezept für die Francesinha-Soße gefeilt. Inzwischen wird sie eimerweise von ihrem Sohn in weitere Filialen im Viertel transportiert. Hinterm Tresen ist Ruben mit seiner Küchencrew schon in Aktion. Und wieso heißt Portos Kult-Sandwich jetzt eigentlich kleine Französin? Ein portugiesischer Auswanderer, der in Frankreich lebte, brachte die Francesinha hierher. Als Nachahmung des berühmten Croque Monsieur. Im Laufe der Zeit kamen dann das frische Steak, der Schinken und weitere Zutaten hinzu, bis das heutige Sandwich entstanden war. Dies ist eine Version der Geschichte. Portos kulinarische Antwort auf den Croque Monsieur ist beliebt. Wie viele Francesinhas hier täglich über die Theke gehen? Ja, zwischen 300 und 500. Ein paar Kalorien sind's schon. Wir sagen immer, dass die Francesinha in der Tat sehr kalorienreich ist. Aber andererseits verbrauchen diejenigen, die in Porto unterwegs sind, auch sehr viele Kalorien, weil man hier ständig auf und ab geht. So hat man auf jeden Fall genug Energie, um das gut zu schaffen. Ja, sehr gut. Dann braucht man bei den 1500 Kalorien ohne Pommes ja kein schlechtes Gewissen zu haben. Ein kleines Labyrinth drauf. Ne? Und da sind wir schon. Muss man erstmal entdecken hier. Bitte sehr. Danke. Sode. Porto ist dafür bekannt, dass man richtig gut essen kann. Die Küche im Norden des Landes ist rustikal und bodenständig. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen oder aufhören soll. Ne? Ganz großes Gericht. Petiscos heißen die kleinen Häppchen, die portugiesischen Tapas. Viele kleine Häppchen machen auch satt und vor allem richtig glücklich. Wenn dann die Sonne über dem Douro untergeht, offenbart sich die Magie dieser Stadt nochmal so richtig. Besucher und Einheimische zelebrieren die blaue Stunde und das am beliebtesten Sundowner-Spot. Und das hast du, wenn du möchtest, jeden Tag. Ja, und das seit ungefähr 6 Jahren. Ja. Deswegen, jeden Tag kann ich hier hinkommen. Und ich denke, wenn man den Ausblick hier hat, die ganzen Leute, kann man auch verstehen, warum das so ist. Hier ist was. Wie viele Touristen sind das hier? Wie viel Prozent? Was glaubst du? Ich würde schätzen 75% ungefähr. Das heißt, Samstagabend, sehr viele Touristen hier. Ja. Ein paar Einheimische natürlich auch. Ich komme ja auch manchmal hin, aber auf jeden Fall nicht so viel. Ich bin hier sehr gerne und genau dieser Ausblick hat mich auch dazu verschlagen, länger hier zu bleiben und hier einfach zu leben. Und das kann man super gut machen. Anosse.
Wir kommen später nochmal zurück nach Porto. Morgen geht's erstmal für ein besonderes Ereignis ins Douro-Tal. Wir lernen in Provesende eine kulinarische Spezialität kennen. Dann wartet in Peso da Regua eine historische Zugfahrt. Hoch über dem Douro ist es früh am Morgen noch ganz still. In der Bäckerei Fatima ist Antonio schon seit Stunden fleißig. Sein Brot ist weit über die Region hinaus bekannt. Seit 1940 backt die Familie in diesem Holzofen. Bis zu 200 Laibe pro Tag. Wie die Kruste so knusprig wird, bleibt Antonios Geheimnis. Wenn alle Brote verkauft sind, gibt es keinen Nachschub. Das macht sie so besonders begehrt. Zumindest in dieser Region könnte es tatsächlich das beste Brot sein. Es gibt aber auch kein anderes, das im Holzofen gebacken wird. Dieses Brot hat Qualität und ja, es ist sehr gefragt. Im Laufe des Vormittags kommen viele Einheimische und immer wieder ist Zeit für ein Schwätzchen. Vor allem samstags ist es manchmal zu viel. Dann stehen über 30 Leute in der Schlange. Da kann man nervös werden, wenn so viele Menschen auf dein Brot warten. Heute ist es nur eine kleine Reisegruppe, die es wegen Antonios Brot nach Provesende verschlagen hat. Hier sind wir im Peso da Regua, genauer gesagt auf einer der Brücken, denn hier gibt es 1, 2, 3 Brücken direkt nebeneinander, die in das kleine, aber größte Städtchen Douro führen. Ein ruhiges Provinzstädtchen. Heute erinnern riesige Plakate in den Gassen an die Menschen und Handwerksberufe, die diese Region geprägt haben. Auch in den Gassen von Peso da Regua duftet es nach frisch gebackenem Brot. Hier ist die Auswahl an typisch portugiesischem Gebäck aber wesentlich größer. Ich bin nicht der Einzige, der an so einem Bäcker nicht vorbeigehen kann. Das ist wirklich gang und gäbe, dass jeder hier eben so anhält, sich so eine Kleinigkeit holt, einen Kaffee trinkt oder so ein kleines Brot wieder vorne. Senor? Un pau? Un pau? Ja, sí. Ich will mein Team ja nicht verhungern lassen. Das ist nicht für mich alleine. Achtung, das ist nicht klein. Obrigado. Obrigado. Ciao. Ciao. So. Am Bahnhof von Peso da Regua startet gleich ein besonderes Ereignis. Dafür werden die historischen Waggons schon mal auf Hochglanz poliert. Damit sich die alte Dampflok gleich in Bewegung setzen kann, ist ganz schön viel Vorbereitung notwendig. Die beweglichen Teile müssen sorgfältig geölt und das Wasser abgelassen werden. Henschel und Sohn, 1925. Alt, aber läuft. Die historische Zugfahrt findet von Juni bis Oktober nur an Wochenenden statt. Immer mit dabei eine Folkloregruppe, die für ordentlich Stimmung sorgt.
Wann hat man schon mal die Chance, in so einer alten Dampflok zu stehen? Hier ist eine absolute Hitze. Hier ist das Feuer. Und Sergis, das ist der Captain, der Lokführer. How old is Wie this alt ist train? dieser Zug? How old? Diese Dampflok ist aus dem Jahr 1925. Wie früher erhitzt das Feuer das Wasser, sodass Dampf entsteht. Also alles noch genau wie vor 100 Jahren. Mit dem entstehenden Dampf wird unter hohem Druck dann Energie erzeugt. Und langsam setzt sich der Stahlriese in Bewegung. Und jetzt müssen wir an die Seite wechseln, denn drüben ist der Duro. Und das sieht, glaube ich, noch schöner aus. Also einmal mit rüberkommen. Hier rüber. Hier. Wirklich toll, die Weinregion auf diese Art und Weise zu erleben. Muss man dazu noch was sagen? Das hier ist die schönste Zugstrecke Portugals. Zu Recht. Die Waggons wurden zwischen 1908 und 1934 gebaut. Die Plätze für die Retrofahrt sind begrenzt, also unbedingt reservieren. Die Strecke ist heute malerisch, aber seinerzeit war es eine absolute Herausforderung, die Linie durch die ganzen Weinberge und direkt am Fluss entlang zu bauen. Das hier müsste Pinhao sein. Die Einfahrt des historischen Zuges ist jedes Mal ein Spektakel. Vor allem ist der Halt aber technisch notwendig. Sergio, was machst du? Wir wechseln das Wasser im Kessel. The tank. Eigentlich sind wir gar nicht so weit gekommen, gefühlt. Deshalb bestimmt auch in den alten Filmen, die ich so kenne, wo dann überall Wasser nachgefüllt wurde an den Strecken. Ganz schön aufwendig, denn wir sind gerade mal eine halbe Stunde unterwegs und es muss schon wieder nachgeölt werden. Dann geht's weiter. Seit 2016 wird die Dampflok nicht mehr mit Kohle befeuert, sondern mit Öl. So entsteht weniger Funkenflug. Wichtig in den trockenen Sommern. Auch innen ist der Zug noch so richtig schön retro. Das Beste, die riesigen Panoramafenster. Wissen Sie, wie das funktioniert? Also können Sie mir das vielleicht zeigen? Can you show me? Ah, alles klar. Obrigado. Ich finde, man kann sich richtig gut vorstellen, wie das Reisen früher so gewesen sein muss. Wo das ja früher mehr so ein Transportmittel, ein Arbeitsgerät war, um Portweinfässer zu transportieren. Nach weiteren 25 Minuten kommen wir in Tours an. Ab hier ist die Infrastruktur nicht mehr für die Dampflok ausgelegt. Das ist sozusagen die Endstation der Lok. Jetzt wird die Lok einmal gewendet und dann schiebt die Lok alle Waggons wieder zurück.
Ja, ist okay. Ja, noch einmal rückwärts einparken und wieder andocken. Und dann kann der Zug wieder den Rückweg antreten. Die Strecke ist nur 36 Kilometer lang. Insgesamt dauert die Fahrt mit Stopps gute 3 Stunden. In Pinhao ist für uns Endstation. Wow. Vielen Dank, vielen Dank. Einfach so Tschüss sagen geht hier nicht. Vielen, vielen Dank. Obrigado, obrigado. Der Ort Pinhao war immer ein wichtiges Zentrum des Portweinanbaus. Das wird am Bahnhof schon durch die aufwendigen Kachelbilder deutlich. Auf dem Bild hier überwiegend Frauen, die die Trauben gepflückt haben. Heutzutage ist es ja eher die Schwierigkeit, überhaupt noch Leute zu finden, die die Arbeit machen. Wenn das hier mal keine Auslese ist. Tada! Voll bis oben hin. Wir verlassen das Douro-Tal. Morgen geht's für uns weiter in eine Gegend, die touristisch noch nicht so bekannt ist. Vom Douro aus fahren wir knapp 2 Stunden Richtung Südwesten ins Gebirge der Serra de Freita, wo bei Alvarenga und am Fluss Paiva echte Outdoor-Abenteuer auf uns warten. Regelmäßig steigt hier morgens der Dunst aus dem Fluss auf und sorgt für eine ganz besondere Atmosphäre. Wir sind hier im Geopark Auruca, bekannt für seine vielen geologischen Besonderheiten. Die anderen sind schon vorgegangen, ist nicht mehr weit. 200 Meter in die Richtung, denke ich, und dann links. Heute wird es abenteuerlich oder zumindest ziemlich sportlich und dafür habe ich Veronika dabei. It will be sporty and adventurous. Stimmt es? Absolut. Wir haben sogar etliche touristische Auszeichnungen gewonnen. Zuletzt für die beste und abenteuerlichste Touristenattraktion. Das sind Superlativen. Dieser Wanderweg auf Holzplanken ist ein Grund für die Auszeichnung. Im Geopark wird großen Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Durch die Stege und Treppen wird das Ökosystem nicht gestört. How far is it? Wie weit ist es noch? Insgesamt 7 Kilometer. Yeah, you can see the bridge. Da sieht man die Brücke schon. Das ist unser Ziel. Das wird was. Die Brücke liegt auf der Mitte des Wanderwegs. Im Zickzackkurs geht's über 1000 Stufen durch die Schlucht des Rio Paiva.
Du musst wissen, dass du hier an einem ganz besonderen Ort bist, denn wir sind der Arouca UNESCO Global Geopark. Wir sind als solcher anerkannt wegen unserer wirklich interessanten Punkte in Bezug auf die Geologie. Das können Panoramablicke sein. Außerdem zählen dazu noch besondere Gesteinsformationen und Wasserfälle. In einem Geopark ist Erdgeschichte für Besucher immer erlebbar. Das gehört zum Konzept. Da vorne kommt die Brücke. Schon platt? No. Wow. Wow, viel größer, als es von weit unten scheint. Ja, sie ist wirklich riesig. Das ist die 516 Arouca-Brücke. Arouca. Bist du bereit? I'm ready. Let's go. Gar nicht so ohne, hier über die Metallgitter zu gehen, und dabei habe ich eigentlich gar keine Höhenangst. Entspann dich. Ja, relax. Du fühlst die Brücke bei jedem kleinen Sprung. Hüpfen ist nicht erlaubt. Ja, aber man spürt, wie sie schwingt. Sie muss sich bewegen können wegen des Windes. Die Brücke wurde 2021 eröffnet. Da war sie noch die längste der Welt. Inzwischen gibt's längere. Hast du einen Tipp für Leute, die hier zum ersten Mal sind und ein bisschen Angst haben? Sieht man besser zu den Füßen oder auf die Felsen? Das Beste ist immer geradeaus zu schauen. Dann sieht man auch nicht, dass es 175 Meter in die Tiefe geht. 175. Ich spüre, dass uns gleich Leute entgegenkommen. Du auch? Ja, natürlich. Wenn du allein bist, ist es ganz ruhig. Aber jetzt wackelt es. Ja, immerhin. Hast du Angst oder geht's dir gut? You're fine. You want to go fast? Okay. Tief durchatmen. Du wirkst, als wäre dir das alles gar nicht so geheuer. Ein bisschen. Ist es schlimmer am Anfang oder in der Mitte? Hier in der Mitte, wenn du runterguckst. Ja, hier ist ja auch der höchste Punkt, 175 Meter, aber... Ja. Genau, immer schön die Aussicht genießen. Okay. Und dann treffen wir sogar noch wunderschönen Fans. Ich glaub's nicht. Hallo. Ich liebe eure Sendung. Nein, wie toll ist das denn? Das ist ja schön, Sie zu treffen. Okay, wie fühlt es sich an? Gut. Könnt ihr es empfehlen? Was ist das Schönste an dieser Brücke? Die Aussicht auf jeden Fall. Okay. Ja. Ich finde es schön. Wie soll ich zu Deutsch sprechen? Doch, das tun Sie gerade. Doch, besser als mein Portugiesisch. Apropos Portugiesisch. Say it again. Sag's nochmal. Wow, that's difficult. Das ist echt schwer. Ja. Es bedeutet, schön, dich kennenzulernen. Dann sag du mal bitte Auftragsbestätigung. Aha. Ihr sagt mal Auftragsbestätigung. Aha. Aha, okay. Beide Sprachen. Let's see. Hast du schon mal unser typisches Klostergebäck probiert? Ah, Klostergebäck. Mach's ruhig auf. Castanhas doces. Wow, they're big. Das ist groß.
Das sind unterschiedliche Klosterspezialitäten. Und sieht aus wie eine Wurst. Ja, ist aber süß. Süße Wurst. Yes. You can taste it. Half. Like, Break it in half. yeah. Und hier ist sie erfunden worden, im Kloster von Arouca, der größten Stadt der Region. Ab dem 12. Jahrhundert entwickelte es sich zu einem mächtigen Zisterzienserinnenkonvent unter der Leitung einer Frau. Die Nonnen kreierten das legendäre Gebäck, das bis heute das kulinarische Markenzeichen der Gegend und typisch für Portugal ist. Ja, da sind auch die Schachteln, die Veronika mitgebracht hatte. In dieser Bäckerei wird bis heute nach den Rezepturen der Nonnen gebacken. Die Hauptzutaten haben sich seit Ende des 18. Jahrhunderts nicht geändert. Zucker, Mandeln und massenhaft Eigelb. Das liegt daran, dass die Nonnen das Eiweiß zum Stärken ihrer Kleidung oder zum Klären von Wein brauchten. Das übrig gebliebene Eigelb wurde auf kreative Weise verwertet. Eine Vorfahrin aus Georges Familie hatte in dem Kloster gearbeitet. Ihr ist es letztendlich zu verdanken, dass die Rezepte in die Familie kamen. Eine dieser Mägde war die Großtante meines Vaters. Als die letzte Nonne starb, brachte diese Großtante die Rezepte aus dem Kloster und begann sie zu vermarkten. So wurde das Rezept weitervererbt. Von Großtante zu meiner Großmutter, von meiner Großmutter zu meinem Vater und von meinem Vater zu mir. So sind die süßen Würste zum Verkaufsschlager in Arouca geworden. Täuschend echt. Na, bis zum ersten Biss. Von Arouca aus wollen wir die Natur des umliegenden Geoparks noch ein bisschen weiter erkunden. Arouca, ein bis dahin mir eigentlich unbekanntes Portugal. Nur 1,5 Stunden von Porto entfernt, hätte ich nicht so erwartet. Und das haben, glaube ich, ganz viele nicht auf dem Schirm, denn viele Touristen gibt es hier noch nicht. Der Paiva und der umliegende Geopark Arouca sind noch ein kleiner Geheimtipp. In den Sommermonaten führt der Fluss nicht so viel Wasser und genau deswegen können wir das machen, was wir jetzt vorhaben. Hola. Hi, ich habe gehört, du bist genau der Richtige für River Trekking. Hallo, wie geht's dir? Ja gut, danke. Was genau ist River Trekking? Wir warten durch den Fluss. Es gibt auch Strömungen, mit denen wir uns treiben lassen. Wir schwimmen und springen ins Wasser. Sounds good. You ready to go? Ready to go. Perfekt. Ja, kann losgehen. Womit auch immer. Das Team neben dem Guide Gonzalo noch Rui und Lina. Tja, wer sagt denn, dass man beim Wandern immer trocken bleiben muss? Beim River Trekking folgt man dem Flusslauf. Durchs Wasser, über Felsen, durch Becken. Ziemlich coole Mischung aus Klettern, Wassersport und Wandern. Wie lang ist der Paiva? Der Paiva ist 110 Kilometer lang. Doch so lang. Und er mündet in dieser Richtung in Porto? Er mündet in den Douro. Und ist das Wasser sauber? Absolut klar. Und im Winter, wie hoch steht da das Wasser dann? Du kannst das an den Bäumen erkennen. Es sieht ein bisschen aus wie Vogelnester, aber das sind Abdrücke vom Fluss, trockene Blätter und Gras. Das Wasser steht dann circa 5 Meter höher. 5 Meter mehr. Dann verwandelt sich jetzt der zahme Fluss in reißendes Wildwasser.
Sehr beliebt bei erfahrenen Rafting-Fans. Ja, es sind ja überall so Löcher im Felsen. Genau, das sind die sogenannten Strudellöcher. Wenn die Strömung stärker ist und über die Felsen spült, entstehen durch die rotierende Bewegung diese Löcher. Der Stein hier wirkt wie ein Bohrer, der sich langsam in den Fels frisst. Manche dieser Löcher sind sogar so tief oder so breit, dass Menschen hineinpassen. Ja, Wasser hat große Kräfte. Und was muss ich jetzt im Wasser machen? Wichtig ist, die Arme nah am Körper zu halten. Oder auch zur Seite, aber nicht steif. Dann stößt du an die Steine. Aber wenn du locker bist, kannst du dich richtig treiben lassen. Die wichtigsten Voraussetzungen fürs River-Tracking: Man muss trittsicher sein und schwimmen können. My west. Oh, that's better. Von weitem sieht diese Stromschnelle erstmal harmlos aus, aber das Wasser hat doch eine ganz schöne Power. Das River-Tracking ist echt ein Riesenspaß. Massage vom Flussbett inklusive. Wir sind zurück in Porto. Heute besuchen wir den berühmten Markt, den Mercado de Bolhão und einen Portweinkeller in Vila Nova de Gaia. Unsere Reise endet an der Douro-Mündung im Atlantik. Der Markt liegt mitten in der Stadt. Das Gebäude stammt von 1914, als Porto sich ein modernes Markthaus im Stil der damaligen Eisenglas-Architektur leistete. Zuletzt wurde es mehrere Jahre saniert. Ich liebe ja Märkte und das hier soll ein ganz besonderer sein. Der ist 2022 neu eröffnet worden. Und hier kommen nicht nur Touristen hin, sondern wohl auch Einheimische, also Portugiesen, und kaufen Früchte. Ja, und andere regionale Produkte aus der Gegend rund um Porto. Insgesamt gibt es 80 Stände. Viele Händler arbeiten hier schon seit Jahrzehnten. Niemals mit Hunger einkaufen oder auf diesen Markt gehen, denn sonst möchte man wirklich alles haben. Sieht aber auch alles gut aus. Hola, senhora. Olá, bom Una dia. pastéis de nata? Uma. Estãozinho. Obrigado. 1,50. Ciao. Obrigado. Pastéis de nata. Das ist die Süßigkeit Portugals. Sieht nicht nur gut aus, sondern schmeckt auch richtig gut. Süß, so wie vieles hier, aber knackt schön, ein bisschen Pudding drin. Natürlich gibt es auch Bacalhau, den getrockneten Kabeljau. Eine der beliebtesten Spezialitäten Portugals. Ja, es gibt einfach immer wieder was zu entdecken. No way, das ist verrückt. That's crazy. Wow. Gut duftender Kaffee. Aber die Apparatur sieht irgendwie verrückt aus. Tatsächlich, wie so kleine Kunstwerke. Portugals Fischkonserven sind einfach Kult.
Warum habt ihr so viele tolle Konserven? Ist das Tradition hier? Es ist einfach typisch, dass wir so kreative Verpackungen haben. Die Leute kaufen es als Souvenir. Sieh mal, das alles haben wir. Unzählige Geschmacksrichtungen mit verschiedenen Zutaten, je nachdem, was du magst. Das hier ist der Stand einer der ältesten Konservenfabriken Portugals. Seit 1912 steht das Unternehmen für feine Fischkonserven von Hand gefertigt. Hat wirklich Tradition. Und alleine dieses Geschäft hier ist ein Familienunternehmen, von seiner Großmutter zu seinem Vater und zu ihm. Und der Vater richtet uns jetzt mal eben kurz ein paar Sardinen an. Obrigado. Oh. Köstlich. Und auch wenn auf dem Boljão viele Touristen sind, unbedingt ein Besuch wert. Direkt vor der Markthalle treffen wir eine Tuna-Gruppe. Das sind eigene Musikgruppen der Universitäten. Rund 250 davon gibt es im ganzen Land. Diese musikalische Tradition geht zurück bis ins Mittelalter. Früher verdienten die Studenten damit ihren ganzen Lebensunterhalt. Heute ist es ein netter Nebenjob mit Tradition. Bis in die 1980er Jahre waren es reine Männergruppen. Wir waren tatsächlich die erste Tuna-Gruppe, die eine Uniform speziell für Frauen entworfen hat. Vorher gab es nur welche für Männer. Unsere Tuna ist überhaupt die erste, bei der Frauen mitspielen durften. In den Gassen der Altstadt suchen wir einen ganz besonderen Laden. Hier in der Besenmacherei Belmonte lebt der Harry Potter-Mythos nochmal auf. Seit 1927 werden hier Bürsten, Pinsel und eben auch Besen gefertigt. Als Kind hätte ich nie gedacht, dass ich hier einmal landen würde. Ich wollte Fußballspieler werden, Astronaut und vieles mehr. Ich habe an verschiedenen Orten gearbeitet. Aber irgendwann bin ich zurückgekehrt, um meinen Eltern zu helfen. Es war keine Liebe auf den ersten Blick, das gebe ich zu. Aber heute könnte ich nichts anderes als Bürsten machen. Ich mag, was ich mache. Die Bürsten werden für alle möglichen Zwecke hergestellt. Das hier ist Sergios Vater. Er hat das Handwerk wiederum von seinem Vater erlernt. Für die Luxusbürsten kommen oft edle Hölzer zum Einsatz. Je nach Modell braucht es viele Stunden, manchmal Tage, bis eine Bürste fertig ist. Fatima ist eine der wenigen, die dieses Handwerk beherrscht. Mit einer komplizierten Schnürtechnik werden die Borsten auf das Holz aufgefädelt. Im Mai vor 44 Jahren habe ich hier angefangen. Es war mein erster Job und ich arbeite noch heute hier. Und das bis zu meiner Pensionierung. Die Spezialanfertigungen haben ihren Preis. Bis zu 300 € kostet so ein Exemplar. Hält dafür aber auch ein Leben lang. Manchmal kommen Menschen mit Wünschen zu uns, von denen wir selbst nach 95 Jahren in diesem Handwerk noch nie gehört haben. Und wir machen es einfach möglich, so wie die Pilzbürste, die wir gemeinsam mit einem Koch entwickelt haben. Wir wussten bis dahin gar nicht, dass es so etwas wie eine Pilzbürste überhaupt gibt.
Man kann sich schon gut vorstellen, dass dieser Laden Inspirationsquelle für J.K. Rowling und ihre Zauberbesen gewesen sein mag. Aber ob das nun Fantasie von Harry Potter-Fans oder die Wahrheit ist, wer weiß das schon. Eine Kollegin von J.K. Rowling vom British Institute erzählte uns, dass sie zu Zeiten meines Großvaters zweimal mit ihr in den Laden kam. Sie war damals unbekannt und selbst wenn, mein Großvater hätte sie sowieso nicht erkannt. Wie gesagt, wir haben keine offizielle Bestätigung. Tatsache ist, dass viele Besucher wegen Harry Potter zu uns kommen. Ob sich Rowling hier hat inspirieren lassen, das wird wohl nie rauskommen. Die bekanntesten Besen der Filmgeschichte, eventuell entstanden nach der Vorlage aus einer kleinen Besenwerkstatt in Porto. In der Tat kann man einige Ähnlichkeiten erkennen. Es gibt nur ein Problem. Diese Besen fliegen nicht und die von Harry Potter fliegen. Jetzt geht's auf die andere Seite des Douro. Seit dem 18. Jahrhundert haben hier alle namhaften Portweinproduzenten ihre Weinkeller. Wer guten Portwein sucht, der kommt an Vila Nova de Gaia nicht vorbei, einem Stadtteil von Porto. Hier, einmal durchprobieren. Mission Impossible. Eine Portweinprobe gehört hier einfach mit dazu. Heute gibt's Weißen. Daniel und das Weingut seiner Familie haben wir ja schon am Douro bei der Weinernte kennengelernt. Heute will er uns zeigen, wie der Portwein aus den Trauben des Douro-Tals in den jahrhundertealten Kellereien lagert. Mindestens 2 Jahre muss der Portwein in den Eichenfässern reifen. Besonders hochwertige Ports lagern oft mehrere Jahrzehnte. Wenn ich an Portugal denke, ist es der Portwein. Warum? Woher kommt die innige Beziehung? Portwein, ne, haben wir eigentlich den Engländern zu verdanken. Weil die Engländer haben früher Wein in Frankreich gekauft. Dann kam Krieg und dann brauchten sie irgendwo anders Nachschub, genau. Und dann war Portugal ganz geeignet. Nur der Schiffsweg, es wurde ja alles mit dem Schiff transportiert, der war viel länger wie von Frankreich nach England. Und dann ging der Wein kaputt. Und dann hat einfach irgendjemand gesagt, okay, dann tue ich ein bisschen Schnaps rein und dann hält das schon. Genau das ist bis heute das Besondere am Portwein. Durch die Zugabe von Weinbrand wird der Gärprozess unterbrochen. Das macht den Wein haltbar und es bleibt die typische Fruchtsüße erhalten. Ja, das ist ein hier. toller Raum. Das ist, und da ist die Zeit stehen geblieben hier drin. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das irgendwie anders war. Ne? Ein paar Fotos sind dazugekommen, aber sonst nicht. Ja, hier ist mein Opa, ne? Ah. Ja. Mein Vater auf der Seite. In diesem Labor wird der Portwein verblendet. Dabei werden verschiedene Jahrgänge und Lagen miteinander vermischt, um den besten Geschmack zu erzielen. Dann tun wir die besten Portweine aus dem Jahrgang 19 auswählen. Und dann haben wir ungefähr, sagen wir mal, 10 Fässer übrig. Ne? Und dann macht jeder von uns einen Verschnitt. Und dann kann ich mich gut daran erinnern, der Verschnitt von meinem Vater war der beste, meiner war der schlechteste. Und dann hat mich das total ein bisschen genervt. Ja, warum denn? Ne? Und dann habe ich mir mal geschaut, was hat er denn genommen, was habe ich denn genommen. Und ich habe genau die gleichen Fässer genommen wie mein Vater, nur in einer anderen Menge. Ne? Ja. Und das hat komplett den Unterschied gemacht. Ne? Deswegen, das kann manchmal wirklich sehr fein sein. Fast alle Portweinhersteller bieten Führungen durch ihre historischen Kellereien in Vila Nova de Gaia an. Man erfährt viel über spannende Familiengeschichten, die lange Traditionen, aber auch natürlich über die Portweinherstellung selbst.
Daniel zeigt mir schließlich die Schatzkammer, vollgestopft mit Raritäten. Daniel, 3 Tore, 2 Türen, ein Eisentor. Was für Schätze verbirgen sich hier? Ja, alles, was wir am liebsten trinken wollen, aber auch am liebsten eben nicht trinken. Ich dachte, das wäre der Schatz, den ich probieren darf. Schön wär's, denn angeblich ist das die teuerste Portweinflasche der Welt. In einer exklusiven Karaffe, von der es nur 5 Exemplare gibt. Wirklich speziell für diesen Portwein hier angefertigt haben. Also das ist unser ältester Portwein, den wir hier noch haben. 1863. Genau. Und die Flasche wurde dann versteigert. So, in welchen Sphären befinden wir uns da? Naja. Ich rate. Willst du raten? Ja. Rate mal. Und ich lese es an deinem Gesicht. Okay. 238.000 Euro. Nein, so viel nicht. Ja, es waren nur 130.000 US-Dollar bei einer Versteigerung in Hongkong. Alle Erlöse aus der Auktion kamen einer Naturschutzorganisation zugute. Du hast ja die 2 Familien, ne? Die Familie Ruby und die Familie Tony. Portwein im Prinzip funktioniert so. Du hast Ruby, kommt vom englischen Ruby Red. Tony kommt vom Tony Brown. Das heißt, alles, was sehr rot ist, ne? Ja. ist eben Ruby-Familie. Und alles, was so bräunlich ist Tony-Familie. Ja. Danke dir. Nach so einem Besuch in einer historischen Portweinkellerei kann man die über Jahrhunderte gewachsene Verbindung zwischen Vinduro, dem Portwein und der Stadt Porto erst so richtig verstehen. Ich warte auf Portos berühmteste Straßenbahn, die sogenannte Electrico. Sie stammt aus dem Jahr 1895, als hier der elektrische Straßenbahnverkehr aufgenommen wurde. André. André. Wow. André Treu. Nice to meet you. Nice to meet you. Du. Die Portugiesen sind einfach freundliche Menschen. Mit der Linie 1 folgen wir dem Douro bis zum Atlantik. Der Douro wird gefühlt immer breiter. Mal wieder eine Brücke, da gibt es ja so einige von. Und man merkt auch, man sieht es vielleicht, da hinten die Großstadt. Apurata ist noch relativ ursprünglich. Da gibt es noch richtige Waschfrauen, viele Fischer, also so das ursprüngliche Portugal. Hier hängt im wahrsten Sinne des Wortes immer ein Hauch von frischer Wäsche in der Luft. Afourada war und ist immer noch ein Fischerdorf. Viele Familien hier leben seit Generationen vom Fischfang. Zur Mittagszeit füllen sich die Restaurants. Das Dorf ist berühmt für fangfrischen Fisch, der auf offenen Grills überall auf den Straßen zubereitet wird. Sardinen, Wolfsbarsch, Dorade und Paprika. Die Paprika werden mit den Sardinen serviert. Der Fisch hat einen besonderen Geschmack, wenn er auf dieser Glut gegrillt wird. Unsere Großeltern haben das so gemacht, unsere Eltern und jetzt wir. Es ist unsere Tradition, auf der Straße zu grillen. Alle Häuser haben einen Holzkohlegrill vor der Tür, um Sardinen zu grillen.
Und noch eine andere Tradition wird weitergeführt. Als stünde die Erfindung der Waschmaschine noch bevor, sieht man öfter Frauen mit Waschschüsseln durchs Dorf laufen. Die Waschfrauen von Afourada treffen sich regelmäßig im öffentlichen Waschhaus. So wie es hier seit Ende des 19. Jahrhunderts gemacht wird. Natürlich ist das Gebäude modernisiert, aber geschrubbt wird hier seit Generationen und gesungen natürlich auch. Damals wie heute ist das Waschhaus vor allem sozialer Treffpunkt. Ich singe immer so. Egal, ob gefilmt wird oder nicht. Wenn wir alleine waschen, singe ich auch so. Ich singe zu Hause, wenn ich aufräume. Ich wurde sogar schon vom portugiesischen Fernsehen eingeladen. Während früher die Männer auf See waren, lag die Arbeit in Afourada in den Händen der Frauen. Sie wuschen oft gegen Bezahlung für andere, auch um das spärliche Einkommen aufzubessern. Beim ersten Mal muss ich ungefähr 7 Jahre alt gewesen sein. Ich bin jetzt 68 Jahre alt und habe die ganze Zeit hier Wäsche gewaschen. Ich habe eine Waschmaschine zu Hause, aber ich komme trotzdem ins Waschhaus. Ich bin Fischhändlerin und komme hierher, um die Fischtücher zu waschen, was ich sonst noch zu waschen habe. Wäsche mit einer Portion Meeresprise. Um das Bügeln zu sparen, wird sie großflächig aufgehangen. Die Technik ist sehr alt. Es waren unsere Vorfahren, die anfingen, dieses Modell aus Steinen und Wäscheleinen zu verwenden. Die Steine definieren, wem die Stöcke und Wäscheleinen gehören, damit jeder seinen Platz hat. Vielleicht werden die singende Lucia und die anderen Waschfrauen von Afourada ja doch noch richtig berühmt. Hinter uns Porto, der Douro und vor uns der Atlantik. Die historische Tram, die Linie Nummer 1, fährt immer am Douro entlang. Bis zur Endstation. 15 Minuten Fahrt nach Porto. Wasser im Bild, oder? Wie der Douro hier im Atlantik endet. Allerdings endet hier auch leider unsere Reise. Ich hoffe, Sie hatten mindestens genauso viel Spaß wie ich. Und ich sage Adeus oder wie man zu Freunden sagt, ciao.